Ein Wal liegt am Strand. Aber was sind eigentlich die Gründe, weshalb Wale stranden? Denn nach jeder größeren Walstrandung gibt es äußerst meinungsstarke Erklärungen, besonders in den sozialen Medien, was denn nun die Ursache ist. Und genau deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte euch hier den Stand der Forschung zeigen, was die wahrscheinlichste Ursache ist und was Expertinnen darüber denken, weshalb Wale stranden. Hi, ich bin Sarah. Ich bin Biologin, arbeite momentan in der Forschung und studiere bald in Oxford. Und bevor wir zum eigentlichen Thema gehen, gibt es ein paar Grundinformationen über Wale, die ihr braucht. Also nicht wegschalten. Wenn wir von einer Walstrandung hören, dann denken wahrscheinlich viele an einen Wal, der entweder im flachen Wasser oder am Strand selbst um sein Leben kämpft oder vielleicht schon verstorben ist. Aber es ist wichtig, kurz festzuhalten, dass es auch Wale gibt, die auf der See oder beziehungsweise im Meer sterben und dann angespült werden an den Strand. Das kann entstehen, wenn Wind, Wellen und Strömungen die toten Körper an die Küsten tragen. Der Ort, an dem das Tier gefunden wird, ist also nicht automatisch der Ort, an dem es gestorben ist. Und erst recht nicht der Ort, an dem sein Problem begonnen hat. Beispielsweise könnte ein Wal von einem Schiff überfahren werden. Und dann wird Tage später sein Körper an den Strand angespült. Es könnte für uns dann so aussehen, als ob dieser Wal gestrandet ist. Aber eigentlich war der Strand nur der Fundort und die echte Todesursache lag draußen im Meer. Daher wird meistens unterschieden zwischen einer Lebendstrandung im flachen Gewässer oder am Strand und einem angespülten Todfund. Das nennt man auf Englisch auch Beach Cast. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass es Einzelstrandungen gibt und Massenstrandungen. Und der Grund dafür ist oft die Gruppe der Wale. Denn es gibt die Bartenwale und die Zahnwale. Bartenwale, zu denen etwa Blau-, Buckel- und Finnwale gehören, besitzen keine Zähne. Stattdessen filtern sie mit ihren Barten kleine Beutetiere wie Krill oder Schwarmfische aus dem Wasser. Und wie der Name es wohl vermuten lässt, besitzen Zahnwale Zähne und jagen einzelne Beutetiere. Zu ihnen gehören unter anderem Delfine, Orcas, Pottwale, Grindwale und Schnabelwale. Viele Zahnwale leben in engen sozialen Gruppen und genau deshalb sind sie auch besonders häufig von Massenstrandungen betroffen. Daher können bei Massenstrandungen ganze Gruppen von Walen stranden und der Prozess kann etwas anders sein als bei Einzelstrandungen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ein Wal strandet, beginnt ein medizinischer Notfall. Wale sind Säugetiere und atmen so wie wir Luft. Sie ersticken am Strand also nicht einfach. Aber sie haben ein anderes Problem, nämlich ihr eigenes Körpergewicht. Im Meer wird ein großer Teil dieses Gewichts vom Wasser getragen. An Land fällt dieser Auftrieb weg. Ein Delfin kann hunderte Kilogramm wiegen und ein großer Wal sogar mehrere Tonnen. Dieses Gewicht drückt nun auf Muskeln, Blutgefäße und innere Organe. Je nachdem, wie das Tier liegt, kann auch die Bewegung des Brustkorbs erschwert werden. Gleichzeitig wird die Durchblutung bestimmter Körperbereiche beeinträchtigt. Und die sterben doch nicht, wenn die hier liegen. Die haben Fett, die hat 12 Tonnen Fett. Dazu kommt eine potenzielle Überhitzung, denn Wale besitzen eine dicke, isolierende Fettschicht, den sogenannten Blubber. Im kalten Meer verhindert sie, dass der Körper zu viel Wärme verliert. Am Strand wird genau diese Anpassung zum Problem. Der Wal kann seine Körperwärme nicht abgeben. Seine Haut trocknet aus und die Körpertemperatur steigt. Und das belastet seinen Kreislauf nochmal zusätzlich. Und das ist auch der Grund, weshalb es nicht immer sinnvoll ist, einen Wal einfach sofort ins Wasser zu bringen. Denn es kann sein, dass er vielleicht noch gesund wirkt, weil er mit der Fluke sich noch bewegt, aber vielleicht hat er eben schon innere Verletzungen, die immens sind. Und wenn er nicht mehr eigenständig schwimmen kann und wenn er nicht mehr eigenständig auftauchen kann, um Luft zu holen, wird er ertrinken. Wenn also Expertinnen die Lage versuchen zu bewerten, schauen sie sich an, ob dieser Wal auch eine realistische Chance hat, noch zu überleben im Wasser. Daher ist die Ursache, weshalb dieser Wal gestrandet ist, wichtig, weil die Ursache kann uns etwas darüber verraten, wie sein Gesundheitszustand ist. Aber nun zur ersten Ursache. Kapitel 1: Wenn Zusammenhalt zur Gefahr wird. Besonders bekannt für Massenstrandungen sind Grindwale. Grindwale sind äußerst soziale Zahnwale. Sie leben in Gruppen, in denen die Tiere enge und teilweise langfristige Beziehungen zueinander haben. Im offenen Meer ist dieser Zusammenhalt definitiv ein Vorteil. Die Tiere suchen gemeinsam nach Nahrung, stimmen ihre Bewegungen aufeinander ab und schützen ihre Jungtiere. Gerät ein Gruppenmitglied in Schwierigkeiten, lassen die anderen es möglicherweise nicht einfach zurück. Und das kann bei einer Küste zum Problem werden. Denn wenn ein Tier zum Beispiel desorientiert ist oder krank oder verletzt und deswegen zu nah an den Strand schwimmt, kann es sein, dass die anderen eben folgen. Und es gab auch Rettungsaktionen, wo man gewisse Gruppenmitglieder reingetragen hat ins Meer und die wieder zurück sind, um den anderen wieder zu helfen.
Oft sagt man dann, dass die gesamte Gruppe einem falschen Leittier folgt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wahlgruppen funktionieren nicht unbedingt wie eine Wandergruppe, in der vorne ein Tier alle Entscheidungen trifft. Die Bewegungsrichtung kann aus Verhalten mehrerer Tiere entstehen. Auch Rufe eines gestressten Tieres können andere Gruppenmitglieder anziehen. Und der soziale Zusammenhalt erklärt dir auch nur, warum sie beieinander bleiben. Es erklärt aber nicht, warum sie überhaupt stranden. Und ein Grund könnte zum Beispiel die Nahrung sein. Wale können Fische oder Thunfische bis in die Küstennähe verfolgen. Wenn sich die Beute in einer Bucht konzentriert, bewegt sich auch die Walgruppe weiter hinein. Dann wird die Form der Küste entscheidend. Besonders gefährlich sind weitläufige Buchten, flach abfällende Strände und große Sandbänke. Bei Flut kann eine Gruppe in einen Bereich schwimmen, der zunächst tief genug erscheint. Zieht sich das Wasser bei Ebbe zurück, kann innerhalb kurzer Zeit eine riesige Fläche trocken fallen. Auch Wind, Strömung und Wassertemperaturen können beeinflussen, wo Massenstrandungen auftreten. Eine Studie zur Strandung bei Cape Cod fand Zusammenhänge mit bestimmten ozeanischen und atmosphärischen Bedingungen. Sie zeigt damit, dass Strandungsrisiken mit saisonellen Umweltbedingungen zusammenhängen können. Eine weitere Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen größeren Massenstrandungen und der Form australischer Küsten. Bestimmte Buchttypen waren überproportional häufig betroffen. Die AutorInnen betonen allerdings, dass nicht eine einzelne Eigenschaft der Küste alleine ausreicht, sondern vermutlich mehrere geomorphologische Merkmale zusammenwirken. Eine mögliche Ereignungskette könnte also so aussehen. Die Wale folgen ihrer Beute in eine Bucht. Dann geht die Flut zurück und vielleicht bleibt ein Wal auf der Sandbank stecken und die anderen bleiben bei ihm. So sind also mehrere Faktoren, die vielleicht einzeln betrachtet nicht ganz so gefährlich wirken, aber zusammen enden sie in einer Massenstrandung. Und was es auch zeigt, ist, dass nicht das Sozialverhalten das Problem ist, sondern eher, dass genau dieses Sozialverhalten, was ja ansonsten so gut funktioniert auf dem offenen Meer, in einer ungewöhnten Küstensituation eventuell gefährlich werden kann. Und da wir gerade von Nahrungssuche sprechen, können wir auch gleich ins nächste Kapitel schauen. Kapitel 2: Krankheit, Parasiten, Hunger und Vergiftungen. Viele Strandungen stehen mit schlechtem Ernährungszustand, Krankheit und Verletzungen in Verbindung. Wale können an viralen und bakteriellen Infektionen erkranken. Auch Pilzerkrankungen, Lungenentzündungen, Herzerkrankungen, Tumore und Komplikationen während einer Geburt kommen vor. Hinzu kommen Parasiten. Manche Parasiten befallen die Lunge oder andere Organe. Andere können Strukturen im Kopf, das Nervensystem oder Bereiche schädigen, die für Gleichgewicht und Orientierung wichtig sind. Auch Vergiftungen durch schädliche Algenblüten können Wale schwächen und ihr Nervensystem irritieren. Solche Blüten können natürlich auftreten, werden in Küstengewässern aber teilweise durch Eutrophierung begünstigt. Dabei gelangen zu viele Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor ins Wasser, etwa durch Dünger und Abwässer. Das kann zu einem starken Algenwachstum führen. Und einige Algenarten können Nervengifte produzieren, wie zum Beispiel die Domoinsäure. Diese Gifte können sich in Fischen, Krill oder Muscheln anreichern und so über die Nahrungskette in Wale gelangen. Mögliche Folgen sind Desorientierung, Krämpfe und ungewöhnliches Verhalten. Allerdings ist nicht jede Algenblüte giftig und Eutrophierung ist nur eins von mehreren Faktoren, die solche Ereignisse begünstigen können. Ist ein Wal nun stark geschwächt oder neurologisch beeinträchtigt, kann es sein, dass er vielleicht nicht weiß, dass er auf den Strand zuschwimmt oder dass er gegen die Wellen und die Strömung nicht mehr ankommen kann. Vielleicht verliert er die Kontrolle über seine Bewegungen. Vielleicht wird er von einer Strömung in eine Bucht getragen. Vielleicht sucht er in Küstennähe ruhiges Wasser und gerät dabei in einen Bereich, aus dem er nicht mehr herauskommt. Auch Hunger kann viele Probleme auslösen, denn Wale brauchen enorme Energiemengen. Fressen sie über zu lange Zeit zu wenig, weil sie keine Nahrung finden, dann bauen sie ihre Fettreserven ab und irgendwann auch ihre Muskulatur. Ein Grund dafür kann die intensive Fischerei sein. Wir Menschen entnehmen den Meeren jedes Jahr riesige Mengen an Fisch und anderen Meerestieren. Viele Bestände sind inzwischen überfischt. Dadurch kann sich das Nahrungsangebot für Wale verändern, besonders bei Arten, die dieselben Fische oder Tintenfische jagen wie die kommerzielle Fischerei. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO wurden 2021 rund 38% der untersuchten Fischbestände biologisch nicht nachhaltig befischt. Auch marine Hitzewellen, veränderte Strömungen und natürliche Schwankungen können Beutebestände verschieben oder einbrechen lassen. Manche Walarten ernähren sich außerdem überwiegend von Krill oder anderen Organismen, die nicht direkt befischt werden. Trotzdem greift die Fischerei tief in marine Nahrungsnetze ein und kann den Konkurrenzdruck um Beute erhöhen. Findet ein Wal über längere Zeit keine Nahrung,
wird er schwächer. Die Jagd wird für ihn schwieriger, sein Immunsystem arbeitet schlechter und Infektionen können sich eher ausbreiten. Daher kommen bei einer Strandung oft mehrere Faktoren zusammen. Wie vielfältig solche Krankheits- und Todesursachen sein können, zeigt uns eine Studie, die 224 gestrandete Wale und Delfine auf den Kanarischen Inseln untersucht hat. Bei 208 Tieren, also bei knapp 93%, konnten die Forschenden eine wahrscheinliche Todesursache oder zumindest eine pathologische Kategorie bestimmen. Dazu gehören natürliche Erkrankungen, Mangelernährung, Verletzungen und menschliche Einwirkungen. Die Fischerei kann Wale aber nicht nur indirekt treffen, sondern auch direkt durch Leinen und Netze. Und damit kommen wir zum nächsten Kapitel. Kapitel 3: Fischernetze und Schiffskollisionen. Wale müssen regelmäßig an die Oberfläche kommen, um zu atmen. Und genau da bewegen sich auch die Schiffe. Wenn ein Schiff mit einem Wal kollidiert, kann es zu Knochenbrüchen, inneren Blutungen und massiven Verquetschungen kommen. Schiffsschrauben können außerdem tiefe Schnittverletzungen verursachen. Manche Tiere sterben sofort und andere können noch weiter schwimmen und verenden dann irgendwo anders. Wenn der Körper bereits stark verwest ist, wird es umso schwieriger herauszufinden, was eigentlich die Ursache des Todes war. Und eine weitere große Gefahr sind eben die Fischereigeräte. Denn Wale, wie zum Beispiel der Schweinswal, können in die Netze und langen Leinen geraten und sich eventuell nicht mehr befreien. Und dann ertrinken sie qualvoll. Andere schaffen es an die Oberfläche, ziehen aber Teile des Fanggeräts mit sich. Eine Leine, die sich um eine Flosse, den Schwanzstiel oder den Körper legt, kann tief in das Gewebe einschneiden. Mit jeder Bewegung kann die Verletzung größer werden. Gleichzeitig erhöht das Material den Wasserwiderstand. Der Wal verbraucht mehr Energie, bewegt sich langsamer und kann schlechter nach Nahrung suchen. Ein Tier kann so über mehrere Wochen und Monate immer schwächer werden. Diesen Fall hatten wir übrigens auch bei Timmy, der ein Netz im Maul hatte. Deshalb untersuchen Fachleute nicht nur einfach die Haut, sondern sie versuchen zu sehen, ob sie vielleicht Narben finden können von Netzen oder von Leinen, die vielleicht der Grund für die Todesursache war, weil sie den Wal über Monate geschwächt hat. Und mit Schiffsverkehr geht auch eine weitere Gefahr einher, nämlich Schiffslärm. Kapitel 4: Sonar und Schiffslärm. Militärisches Sonar ist eine bekannte und äußerst umstrittene Ursache, weshalb es zu Walstrandungen kommen könnte. Aktives Sonar sendet Schallimpulse ins Wasser. Treffen die Schallwellen auf ein Objekt, wird ein Teil als Echo zurückgeworfen. Mittelfrequenzsonar wird unter anderem eingesetzt, um U-Boote zu orten. Bei mehreren ungewöhnlichen Strandungen von Schnabelwalen wurde ein räumlicher und zeitlicher Zusammenhang mit militärischer Sonarnutzung festgestellt. Das Ergebnis war, die Strandungen traten häufiger während oder kurz nach militärischen Übungen mit mittelfrequentischen aktiven Sonar auf. Und warum sind gerade die Schnabelwale so empfindlich? Das könnte daran liegen, dass Schnabelwale extreme Taucher sind. Manche Arten tauchen weit über 1000 Meter tief und bleiben mehr als eine Stunde im Wasser, ohne aufzutauchen. Das heißt, ihre Körper sind auch an die extremen Druckunterschiede angepasst. Ein Wal taucht also ab, sucht nach Nahrung, bewegt sich in einer bestimmten Tiefe und steigt anschließend kontrolliert wieder auf. Ein plötzliches und als bedrohlich wahrgenommenes Geräusch kann dieses Verhalten verändern. Das Tier könnte schneller schwimmen, die Nahrungssuche abbrechen, seine Aufstiegsgeschwindigkeit verändern und ungewöhnlich lange in bestimmten Tiefen bleiben. Bei Schnabelwalen, die im Zusammenhang mit militärischen Übungen strandeten, wurden Gasblasen sowie Fett- und Gasembolien im Gewebe gefunden. Diese Befunde passen zu einem dekompressionsähnlichen Geschehen. Eine umfassende Auswertung beschreibt als wahrscheinlichsten Ablauf eine starke Verhaltensänderung auf Sonar, die das normale Tauchverhalten verändert und dadurch physiologische Schäden begünstigt. Wenn also euch jemand sagt, dass Sonar Wale taub macht und sie deswegen stranden, dann ist das wahrscheinlich etwas zu kurz gegriffen, denn der Ablauf ist etwas komplizierter. In Wirklichkeit löst Sonar eine Stressreaktion bei den Walen auf. Und das kann ihr gewohntes Muster, also Schwimmmuster und wie tief sie schwimmen würden und wie lange sie in der Tiefe bleiben würden und wie langsam sie hochsteigen würden, verändern. Und durch diese Stressreaktion und durch diese Veränderung kann es eben zur Belastung des Körpers und zur Dekompressionskrankheit kommen. Gleichzeitig bewegen sich die Tiere möglicherweise aus ihrem gewohnten Tiefwassergebiet in Richtung Küste. Wie stark ein Wal reagiert, hängt vermutlich von mehreren Faktoren ab. Von der Walart, der Schallquelle, der Entfernung, der Intensität, der Dauer und davon, was das Tier gerade macht. Unter Wasser sind Geräusche für Wale enorm wichtig. Viele Arten nutzen sie, um miteinander zu kommunizieren, Beute zu finden und sich in ihrer Umgebung zu orientieren.
Wenn also Schiffe, Sonargeräte, Bauarbeiten oder andere menschliche Aktivitäten viel Lärm erzeugen, können diese natürliche Geräusche unterdrückt werden. Das ist ein bisschen so, als würde man versuchen, in einem sehr lauten Raum ein leises Gespräch zu verstehen. Fachleute sprechen dabei von akustischer Maskierung. Bei sehr starken Schallereignissen kann außerdem das Gehör beeinträchtigt werden. Solche Hörschäden können vorübergehend sein, sich aber bei hoher und wiederholter Belastung auch langfristig auswirken. Kurz eine persönliche Geschichte. Ich war einmal freitauchen und tauche so bei nicht viel, vielleicht 3 Meter Tiefe und höre plötzlich ein irrsinniges, lautes Geräusch. Also, ich dachte wirklich, da muss ein riesiges Schiff über meinem Kopf sein, was ja auch als tauchende Person gefährlich ist. Und dann versuche ich ganz vorsichtig hochzukommen, schaue mich um und ich war mir wirklich zu 100% sicher, dass dieses Schiff direkt über mir oder sehr nah sein muss. Und dann schaue ich mich um und ich sehe, es war ein Jetski, der mindestens 50 Meter weiter war. Mindestens. Und ich habe mich so erschreckt unter Wasser und ich will gar nicht wissen, wie es Walen dann geht. Kapitel 5: Sonnenstürme und das Magnetfeld der Erde. Wale legen auf ihren Wanderungen teilweise enorme Strecken zurück. Und wie sie sich dabei orientieren, ist noch nicht so zu 100% geklärt. Wahrscheinlich nutzen sie mehrere Informationen gleichzeitig. Geräusche, Strömungen, Wassertemperaturen, die Form des Meeresbodens, erlernte Routen und möglicherweise das Magnetfeld der Erde. Und daraus entstand die Vermutung, dass eine Störung des Magnetfeldes eventuell auch die Wale stören könnte und zu Strandungen führen könnte. Eine Studie untersuchte die Pottwalstrandungen in der Nordsee im Jahr 2016. Die AutorInnen brachten die Ereignisse mit Sonnenstürmen in Verbindung, die das Magnetfeld über dem Nordatlantik verändert hatten. Ihre Hypothese zufolge könnten junge und in der Nordsee unerfahrene Pottwale dadurch von ihrer üblichen Route abgewichen sein. Der zeitliche Zusammenhang könnte ein Indikator sein, dass es stimmt, muss es aber auch nicht. Es könnte auch sein, dass das Zufall war, beziehungsweise ist für Pottwale die Nordsee sowieso gefährlich, weil es immer flacher wird und enger und da könnten sie leichter stranden. Das heißt, ein Magnetfeld könnte ein Faktor sein, die Form des Meeresgebietes und die Unerfahrenheit der Tiere könnten weitere Faktoren gewesen sein. Und auch Erdbeben wurden in einzelnen Fällen untersucht. Bei einer ungewöhnlich großen Strandungsserie von Schnabelwalen prüften Forschende unter anderem, ob seismische Aktivitäten eine Rolle gespielt haben könnten. Sie fanden jedoch keine ausreichenden Belege, um ein Erdbeben eindeutig als Ursache festzulegen. Solche Fälle zeigen auch gut, wie Strandungsforschung funktioniert. Also man versucht Indizien zusammenzusammeln, um dann eine Erklärung zu finden, aber manchmal muss man eben am Ende die Möglichkeiten doch offen lassen. Kapitel 6: Wie sich die ökologischen Krisen auswirken. Der Klimawandel treibt einen Wal natürlich nicht direkt an den Strand, aber er hat einen indirekten Einfluss. Wenn sich das Meer erwärmt, verändern sich nicht nur Strömungen, sondern auch Nahrungsnetze und die Verbreitung von Fischen, Krill- und Tintenfischen. Wale folgen ihrer Nahrung möglicherweise in eine neue Region oder näher an die Küste. So können sie in Gebiete gelangen, deren Strömungsverlauf und Küstenlinie sie vielleicht nicht gut kennen. Und auch marine Hitzewellen können das Nahrungsangebot negativ beeinflussen und Tiere schwächen. Auch schädliche Algenblüten hängen von einem Zusammenspiel aus Temperatur, Nährstoffangebot, Licht und Strömungen ab. Eine Erwärmung kann bestimmte Algenblüten begünstigen, ist aber auch hier selten der einzige Faktor. Der Klimawandel ist aber nicht die einzige tiefgehende Veränderung in den Meeren. Auch der Verlust der biologischen Vielfalt verändert marine Nahrungsnetze. Wenn Fischbestände zurückgehen, Lebensräume geschädigt werden oder bestimmte Beutearten verschwinden, kann sich das Nahrungsangebot für Wale verschlechtern. Intensive Fischerei entfernt zudem sowohl Beutetiere als auch wichtige Räuber aus dem Meer und kann dadurch ganze Nahrungsnetze verändern. Und da kommt auch noch die Verschmutzung der Meere hinzu. Und damit meine ich nicht nur Plastikmüll. Wale können auch langlebige Chemikalien, Schwermetallen, Öl, Abwässer und andere Schadstoffen ausgesetzt sein. Manche Stoffe reichern sich entlang der Nahrungskette an und erreichen besonders bei langlebigen Zahnwalen hohe Konzentrationen. Solche Schadstoffe können unter anderem das Immunsystem, den Hormonhaushalt und die Fortpflanzung beeinträchtigen. Sie führen nicht zwangsläufig unmittelbar zu einer Strandung, aber sie schwächen das Tier und je geschwächter das Tier ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es strandet. Klimawandel, Biodiversitätsverlust und die Verschmutzung der Meere wirken also zusammen auf den Wal und erhöhen sein Stresslevel immens. Der Wal hat nun mehr Probleme, Nahrung zu finden. Er hat mehr Probleme bezüglich Infektionen und sie verändern die Bedingungen, unter denen die Wale leben.
Sie können Wale in Gebiete führen, in denen sie häufiger auf Schiffe, Fischereigerät, Lärm oder gefährliche Küsten treffen. Forschende sprechen deshalb von einer kumulativen Belastung, weil die einzelnen Faktoren sind vielleicht nicht so schlimm, aber wenn auf einen Wal Schiffslärm, Netzverhedderungen, Nahrungsmangel, Infektionskrankheiten, Verschmutzung, Verschlucken von Plastik, wenn all das auf ein Tier einwirkt, dann kann es sehr wohl zum Tod und zur Strandung führen. Aber es muss auch dazu gesagt werden, dass es auch einfach Strandungen gibt aufgrund des hohen Alters. Und wenn wir vermehrt Strandungen beobachten, kann es auch bedeuten, dass sich Populationen erholt haben. Oder aber auch, dass die Wahlschutz-Community einfach gewachsen ist und die Netzwerke dahinter. Und dadurch, dass jeder jederzeit ein Smartphone dabei hat, es einfach auch besser dokumentiert wird. Strandungszahlen müssen deshalb immer im Verhältnis zur Populationsgröße, zum Suchaufwand, zu Strömungen, Jahreszeiten und Verbreitungsgebieten betrachtet werden. Und selbst wenn Fachleute all diese möglichen Belastungen überprüfen, kann es immer noch sein, dass man nicht weiß, warum der Wal gestrandet ist. Kapitel 7: Warum die Ursache häufig unbekannt bleibt. Ein Walkadaver verändert sich sehr schnell und schon nach kurzer Zeit beginnen Mikroorganismen, das Gewebe zu zersetzen. Im Körper bilden sich Gase und die Organe verlieren ihre ursprüngliche Struktur. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, Krankheiten, Blutungen oder bestimmte Giftstoffe nachzuweisen. Bei einem Großwal kommt noch zusätzlich hinzu, dass das Tier mehrere Tonnen wiegt. Also man kann es nicht einfach im Labor untersuchen, sondern die Proben müssen am Strand genommen werden. Und damit Fachleute einen Fall rekonstruieren können, brauchen sie möglichst viele Daten, wie zum Beispiel den genauen Fundort, Fotos und Videos, den Zustand des Tieres vor seinem Tod, den Grad der Verwesung, Wetter- und Strömungsdaten, Informationen zu Schiffsverkehr und Fischerei, mögliche Sonarnutzung, den Ernährungszustand, äußere und innere Verletzungen, den Mageninhalt und Proben aus unterschiedlichen Organen. Und wie ihr es euch vielleicht denken könnt, es ist nicht so leicht, an all diese Daten zu kommen. Vor allem, da Wale in einem Lebensraum leben, der jetzt nicht unbedingt der natürliche Lebensraum des Menschen ist. Und am Ende können eben auch mehrere Gründe plausibel sein. Beispielsweise kann ein Wal unterernährt sein und von einem Schiff getroffen worden sein. Oder er hat eine Infektion und hat sich verheddert in einem Netz. Daher, all diese Möglichkeiten zu rekonstruieren, ist leider nicht so einfach. Wenn Fachleute sagen, dass die Todesursache unklar ist, bedeutet das also nicht, dass sie nichts herausgefunden haben. Es bedeutet, dass sie einen Verdacht nicht als bewiesene Tatsache darstellen. Und damit können wir die Frage vom Anfang beantworten. Warum bleibt die Ursache so häufig unbekannt? Weil wir am Strand nur das Ende sehen. Der Wal könnte krank sein, vergiftet, unterernährt, er könnte einer Beutegruppe in die Bucht gefolgt sein. Vielleicht stimmt eine Sache, vielleicht stimmen mehrere Sachen. Also warum stranden Wale nun? Es gibt keine einzelne Antwort, die auf jeden einzelnen Fall passen könnte. Ein gestrandeter Wal kann also das sichtbare Ende eines Problems sein, das viel früher und viel tiefer im Meer begonnen hat. Wenn wir also Wale schützen wollen und uns wirklich für sie einsetzen wollen, sollten wir nicht erst hinschauen, wenn sie auf der Sandbank liegen, sondern versuchen, die Umweltbedingungen zu verändern, weshalb es den Walen schlecht geht und vor allem den menschlichen Einfluss zu reduzieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like und Abo da und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ihr von dem Ganzen denkt. Bis dahin, ciao!